Also Ziel des Umbaus ist immer, dass man natürlich eine moderne, leistungsfähige Anlagen hat und Produktionsstätte hat. Prinzipiell bekennen wir uns zu den Standort Österreich. Das heißt, wir wollen einmal unsere ganzen Kernkompetenzen in Österreich jetzt manifestieren und nachher die weiterentwickeln. Wir haben den ganzen Produktionsfluss neu gestaltet. Das heißt, der ist jetzt in einer Paketstraße und in einer Fertigbodenstraße nachher gebaut worden. Da lassen wir das neueste Maschinen noch einfließen mit unseren neuesten Ideen und schauen, dass wir natürlich die Ausbeute und die Nachhaltigkeit dementsprechend verbessern. Der Nutzen für den Kunden letztendlich sollte sein, dass die Produkte dauerhaft sind, dauerhaft eine Freude bereiten und dass die Ansprüche erfüllen und dass man Freude beim Wohnen hat. Der Umbau musste in mehrere Etappen unterteilt werden, weil wir unter Vollauslastung in der Produktion stehen. Das ist natürlich die größte Herausforderung, wenn man eine Produktionsstätte, die was im Vollbetrieb läuft, eigentlich von vorn bis hinten komplett umbaut, und das haben wir in Wirklichkeit gemacht. Wir haben ja in Gebäude investiert, in die komplette Infrastruktur und auch in verschiedenste Produktionsanlagen. Dabei sind Anlagen komplett erneuert worden oder komplett neue Anlagen gekauft und neu installiert worden. Also zunächst einmal die Lamelle ist einmal die Deckschicht vom Parkett. Wir sehen, das ist einmal das Herzstück jedes Parkettes und dadurch wollen wir die Kernkompetenz auf diesem Herzstück noch weiter ausbauen. Wir haben da sehr viel Geld in die Hand genommen, haben jetzt in den Umbau sehr viel in Technologie und Anlagen investiert, damit wir nachher auch diese Qualität über das ganze Jahr gleichbleibend erhalten können. Wir sehen es in unserer Verantwortung, dass wir das Material effizient ausnutzen. Wie man aus den Medien weiß, kaufen manche Mitbewerber aus dem Osten das Material zu und picken sie eigentlich nur die Filetstücke heraus. Wir glauben, ist das der falsche Weg, weil das wäre ungefähr, wenn der Metzger eben nur die Filetstücke nachher verkauft und den Rest noch an den Bauern überlässt. Digitalisieren war für uns oft noch ein unbekanntes Thema. Wir haben uns dann intensiv damit beschäftigt. Ich glaube, mittlerweile nach dem Umbau können wir noch behaupten, dass wir zu den best ausgestatteten oder digitalisierten Unternehmen gehören. Dass das Beispiel, früher haben wir Fehlstellen im Parkett ausgekittet, manuell, händisch, das wird jetzt durch einen Kitroboter gemacht. Man hat früher die Sortierungen händisch, also visuell durch 2 Augenpaare bewertet und dann dementsprechend eingeteilt. Das macht in Zukunft bei uns jetzt ein digitales Auge, das was das vermisst. Und so zieht sich das durch. Wir haben Scanner, einen raumgroßen Scanner, wo die Dielen gescannt werden in 3 Dimensionen, damit man diese Haptik nachher in unseren Böden, in unseren Visualisierungen anwenden kann. Ja, in Ergänzung zur händischen Sortierung der Decklamellen können wir durch die neue Sortieranlage jetzt das gesamte Spektrum der Holzmerkmale in viele verschiedene Qualitäten abstufen und das Jahr ein, Jahr aus zu gleichmäßigen Bedingungen, digital und extrem schnell. Also Nachhaltigkeit ist bei uns ein sehr großes Thema. Das ist eines unserer Grundwerte. Wir haben zum Beispiel die Energieversorgung aus den Abfällen, das heißt, unsere Späneabfälle werden da verbrannt, thermisch verwertet und können somit unsere Energie für Heizung und Prozesswärme erzeugt werden. Und zum Beispiel im Thema des Baus, wir haben uns überlegt, wie wir da nachhaltig sein können, haben eine bestehende Halle, eine Zwischendecke eingebaut, haben da somit 3000 Quadratmeter Produktionsfläche gewonnen. Und wenn man das vergleichen würde mit einem Neubau, dann würden wir da 10.000 Quadratmeter Grünfläche benötigen. Die Investition in die Betriebsstätte soll natürlich dazu beitragen, dass wir die Arbeitsplätze da absichern können, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir ein österreichischer Inviertler Produzent bleiben und eben diesen Produktionsstandort absichern können. Und es führt auch dazu, dass wir ein sehr breites Spektrum an Arbeitsplätzen schaffen da. Vom Hilfsarbeiter bis zum Maschinenführer wird bei uns alles abgedeckt und damit gibt es auch gute Aufstiegsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter. Ja, wenn man jetzt ein Jahr zurückblickt, da sind herinnen noch die Bagger aufgefahren, haben alles abgebrochen, eine riesige Baustelle. Und wenn man das jetzt nach einem Jahr so rund laufen sieht, das macht dann schon gescheit stolz.